Wir stehen Mitten in der Digitalisierung? mitten in Obersulm, wo, Mitten in wo, ich noch, Obersulm? wo ich noch nie war. Ja, dann herzlich willkommen, das erste Mal. Ja, bei der Herfahrt habe ich da eine schöne Landschaft gesehen mit viel Weinbergen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Raphael Neuhaus. Ich bin im VDMA Baden-Württemberg, nicht im großen VDMA in Frankfurt, sondern in unserer baden-württembergischen Dependance. Ich bin verantwortlich für die technologischen Themen hier bei uns im Ländle und vertrete 880 Mitgliedsunternehmen in Baden-Württemberg. In ganz Europa sind wir mittlerweile 3600 Firmen, davon 3300 in Deutschland. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir über 300 europäische Firmen mittlerweile bei uns als Mitglied haben. Sie hören heute von mir oder sehen heute von mir eine relativ unübliche Präsentation vom VDMA. Ich erzähle Ihnen nämlich eine Geschichte und steige auch schon direkt ein. Meine Damen und Herren, die Welt des Maschinenbaus dreht sich in diesen Tagen etwas langsamer, ja, das wissen wir alle, aber sie dreht sich weiter. Ja. Es gibt ein Land auf dieser Welt, das wie kein anderes für Innovation steht, für höchste Ingenieurskunst und in dem über Jahrzehnte diese beiden Dinge Hand in Hand gingen. Dieses Land hat den Maschinenbau wie kein anderes geprägt und in diesem Land haben wir mittlerweile einen gigantischen Umsatz von 261 Milliarden Euro im Maschinenbau und 170 Milliarden Euro davon gehen in den Export. Dieses Land trägt mit ungefähr 1 Million Beschäftigten, sind wir an Platz 3 in Deutschland nach der Gesundheitsbranche und nach der Fahrzeugbranche. Und in diesem Land gibt es eine Region, die ist besonders interessant heute. Ja. Die ist weithin für ihre Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit bekannt. Sie trägt mit knapp 85 Milliarden Euro und über 330.000 Beschäftigten in etwa ein Drittel zur gesamten Wertschöpfung im Maschinenbau bei. Und beherbergt zudem über die Hälfte aller deutschen Werkzeugmaschinenhersteller. Ja, da gibt es ganz schön viele hier, Hermle und Chiron und Trumpf und so weiter, sind alle hier bei uns im Ländle. Also ein Drittel des gesamten Wertschöpfung in Deutschland ist hier im Land Baden-Württemberg. In dieser Region spielt sich auch unsere heutige Geschichte ab, die ich Ihnen jetzt im nachfolgenden Folien erzählen werde. Lassen Sie uns also gemeinsam heranzoomen und einen etwas genaueren Blick auf dieses Bundesland werfen. Wenn wir also in einem UFO wären und in diesem Land abstürzen würden, was würden wir dann sehen? Wir wären zunächst überrascht, dass ein so wirtschaftlich starkes Land bis heute immer noch größtenteils landwirtschaftlich geprägt ist und man auf den ersten Blick niemals vermuten würde, dass hier das Auto, der Hochdruckreiniger, die Windenergieanlage und die Brennstoffzelle erfunden wurden. Wenn man im Auto durch die Schwäbische Alb fährt oder auch durch den Schwarzwald, ist man sich nicht bewusst, dass hier das Herz des europäischen Maschinenbaus schlägt. Doch der Schein trügt. Über 1000 bekannte Weltmarktführer und Hidden Champions verstecken sich hier im Ländle bei uns. Ein solches Unternehmen ist auch die Schmidt GmbH, die heute exemplarisch für einen typisch mittelständischen und familiengeführten Traditionsbetrieb steht. Mit 200 Mitarbeitern und ungefähr 20 Millionen Euro Umsatz liegt sie exakt im Median der Mitgliedsunternehmen des VDMA. Die Mitarbeiter hier von der Schmidt GmbH entwickeln, bauen und vertreiben Automatisierungstechnik. Die Schmidt GmbH ist also ein Systemausrüster. Wie jeden Morgen kommen die Beschäftigten zur Arbeit, so auch Herr Schmidt, der Geschäftsführer der Schmidt GmbH. Er fährt gerne mit seinem roten Flitzer vor und versucht immer so um 8 Uhr ungefähr da zu sein. Herr Schmidt ist in dritter Generation für die Geschicke des KMUs verantwortlich und möchte heute die Unternehmenszahlen überprüfen. Er begibt sich also schnell in sein Büro und beginnt mit der Arbeit. Ich sehe gerade, das läuft nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Egal, ich mache einfach weiter. In den letzten Jahren hat die Schmidt GmbH kontinuierlich schwarze Zahlen geschrieben. Die Auftragsbücher waren voll. Sogar von Corona hat das Unternehmen profitiert. Doch seit geraumer Zeit zeigt der Trend nach unten und die Geschäfte laufen schlecht. Herr Schmidt ist traurig und blickt voller Sorge in die Zukunft. Dabei hat sein Unternehmen doch ordentlich investiert und innoviert. Ein neues ERP-System wurde aufgesetzt. Die Konstrukteure benutzen modernste CAD-Software, die Vertriebler ein CRM-System. Die Anlagen haben alle eine OPC-UA-Schnittstelle und sogar eine Solaranlage steht auf dem Dach. Ja. Dabei fragt sich Herr Schmidt jetzt zu Recht, was ist denn eigentlich zur Hölle los mit dieser Welt? Warum laufen die Projekte schleppend und warum werden die Auftragsbücher immer leerer? Herr Schmidt beschließt, sich bei Experten Rat zu holen, setzt sich in seinen roten Flitzer und fährt los. Was glauben Sie, meine Damen und Herren, wo fährt er hin? Zum VDMA, ganz richtig, ganz genau. Er fährt in die große Zentrale des VDMA nach Frankfurt. Hier gibt es nämlich eine Veranstaltung zum Thema aktuelles wirtschaftliches und politisches Umfeld im Maschinenbau, für das er sich brennend interessiert.
Gleich zu Anfang erfährt Herr Schmidt, dass sich die Branche derzeit inmitten einer historischen und noch nie dagewesenen Technologiewelle befindet. Nach der Elektrifizierung zur Jahrhundertwende gab es viele Technologieentwicklungen, wie zum Beispiel das Aufkommen der Computertechnik ab den 60er Jahren oder das Internet in den 90ern. Doch was heute auf der Welt abgeht, meine Damen und Herren, das ist im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Es kommt einfach alles zusammen. Neue Batterietechnologie, adaptive Robotik, künstliche Intelligenz, Kryptotechnik oder die biologische Transformation. Alles passiert gleichzeitig und macht es den Unternehmen enorm schwer, den Überblick zu behalten. Und wie sieht es bei den Arbeitsmarktindikatoren aus? Wenn wir uns die aktuellen Jahresarbeitsstunden mal anschauen, dann sehen wir, dass Deutschland im internationalen Vergleich Schlusslicht ist. Ein Amerikaner arbeitet über 400 Stunden mehr im Jahr, ein Chinese nochmal deutlich mehr, aber hier gibt es leider keine verlässlichen Zahlen. Wenn wir auf die Arbeitskosten pro Stunde schauen, diese sind seit 2021 stark gestiegen, was natürlich zum Teil auch mit der Inflation zu tun hat, aber gemessen am Durchschnitt von 32 € in der EU zahlen deutsche Arbeitgeber 47% mehr für eine Stunde Arbeit. Ja. In Polen sind die Löhne nur circa ein Drittel so hoch wie in Deutschland, was natürlich eine Verlagerung von Fertigungskapazität stark begünstigt. Leider sinkt auch die Anzahl der Studierenden in den MINT-Bereichen seit langen Jahren kontinuierlich, was sich in Zukunft auf die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal auswirken wird. Und zusätzlich zu den weniger Nachwuchskräften führt der demografische Wandel auch noch dazu, dass in den nächsten 10 Jahren ca. 25% aller Beschäftigten im Maschinenbau in Rente gehen werden. Das muss man erstmal kompensieren. Der VDMA-Referent geht auf die nächste Folie und zeigt, welcher Regulierungstsunami auf die Unternehmen zurollt. Insbesondere die EU-Verordnungen im Nachhaltigkeits- und Cybersecurity-Bereich stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen. Es gibt schlicht nicht genügend Personal und Know-how, um alle Richtlinien und Verordnungen auch im Unternehmen umzusetzen. Der QR-Code hier unten rechts führt Sie übrigens auf unser neues Regulierungscockpit, das wir ganz frisch ausgerollt haben. Dort haben Sie eine schöne Übersicht über alle Regulierungen, die auf Sie zukommen, von der CSRD über die CSDDD, über die Entwaldungsverordnung und den CRA. Können Sie da gerne nachlesen. Das Thema China ist natürlich hinlänglich bekannt. Mittlerweile ist China in fast allen Industrien mittlerweile ebenbürtig mit europäischen Firmen und investiert massiv in den Export von Technologie und Maschinen. Sie bekommen heute eine chinesische Werkzeugmaschine für die Hälfte des Preises von einer deutschen und die ist nicht unbedingt schlechter. Ja, ist leider wirklich so. Sehe ich jedes Mal auf der Messe. Ich war vor 2 Wochen auf der EMO. Was die Chinesen da aufgefahren haben, war wirklich enorm. Ja, also da können wir uns warm anziehen. Das Qualitätssiegel Made in Germany, meine Damen und Herren, war leider gestern. Zumindest in einigen Bereichen der Industrie. Ich muss das ein bisschen relativieren. Die neue Realität in einzelnen Branchen und Ländern ist German Free. Die ideologische und zugleich erratische Genehmigungspolitik der Deutschen bei Rüstungsexporten zum Beispiel nervt nicht nur die Industriepartner wie Frankreich oder Italien, sie ist gleichzeitig zum Absatzförderungsprogramm für die ausländische Konkurrenz geworden. Ich könnte Ihnen noch stundenlang dazu erzählen, was da alles falsch läuft, aber das lasse ich heute. Herr Schmidt ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen ermattet, ja, und stellt fest, dass das wirtschaftliche und politische Umfeld derzeit ziemlich schwierig ist. Ja. Wir haben viele technische Transformationen gleichzeitig, wir haben einen schlechten Arbeitsmarkt, wenig Nachwuchs, wir haben eine überbordende Regulatorik, weniger Arbeit zu höheren Kosten, schlechteres Image im Ausland und China. Mein Gott, was machen wir denn jetzt? Ne? Er erkennt einfach, dass traditionelle Methoden nicht mehr ausreichen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und fragt sich, ob die Digitalisierung und die KI hier vielleicht irgendwie helfen können. Glücklicherweise weist ihn eine freundliche VDMA-Mitarbeiterin auf eine weitere Veranstaltung hin, die gleich beginnt. Thema Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung. Bleiben Sie bei mir. In der Produktion hat das Industrial Internet of Things natürlich große Wirkung entfaltet. Maschinen werden mit Sensoren ausgestattet oder Kameras, die physikalische Größen in Daten umwandeln können und diese über Ethernet-Interfaces wie zum Beispiel OPC-UA oder MQTT übertragen können und interpretieren können. Alles bekannt. Wichtiger werden jedoch die sogenannten digitalen Zwillinge. Also ein digitales Abbild einer Maschine oder eines mechanischen Systems oder einer ganzen Fabrik. Ja. Bei den digitalen Zwillingen hat sich in jüngster Zeit einiges getan und der VDMA-Referent möchte Herrn Schmidt und die Teilnehmer ein Video zeigen, was den Fortschritt in dieser Technologie versinnbildlicht. Jetzt versuche ich das mal zu starten. Das hier ist die digitale Version einer echten Fabrikhalle von Delta Electronics in Taiwan. Delta Electronics ist ein taiwanesischer Ausrüster für die Chip-Herstellung und nutzt die NVIDIA ISAC-SIM und die OpenUSD zur Erstellung digitaler Zwillinge von ganzen Produktionslinien und Fabriken. Dieses Tool basiert auf der Plattform Omniverse von NVIDIA und kann den kompletten Produktionsprozess abbilden und sogar das Layout von Produktlinien optimieren. Damit lassen sich schnelle Neukonfigurationen ermöglichen, Ausfallzeiten reduzieren und die Effizienz verbessern.
Die echten Roboter von Delta werden übrigens in Deutschland entwickelt, von der Firma Neura Robotics hier in Metzingen. Also auch ganz nett. Mal wieder Ländle Power. Aber namhafte Unternehmen wie Mercedes-Benz und BMW nutzen die Plattform bereits heute, um ihre Produkte und Fabrikdesigns zu optimieren und zu verbessern. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist ein digitaler Zwilling leider eigentlich gar kein echter Zwilling. Ja, es ist mehr so ein schlecht gelaunter, miesepetriger, ekliger Cousin dritten Grades, den man nicht gerne zu seiner Familienfeier einlädt. Ne? Ein digitaler Zwilling soll ja eine konsistente digitale Darstellung eines physischen Systems sein. Und dafür müssen leider Daten aus verschiedenen Quellen und Systemen zusammengeführt und synchronisiert werden. Und das ist echt eklig und üblich und ugly. Dazu muss man die Daten nämlich erstmal bereinigen und aufarbeiten. Ja, es gibt zum Beispiel unterschiedliche Bezeichnungen für eine und die gleiche Sache. Einmal heißt es Motor, einmal heißt es Antrieb zum Beispiel. Und da gibt es auf jeden Fall ziemlich viel wie heißt das Wort? Schusterei, genau. Flickschusterei, jetzt habe ich es. So, problematisch, ne, wenn man sowas aufsetzen will. Die Digitalisierung verändert aber auch den Service im Maschinenbau stark und nachhaltig. In den meisten Unternehmen haben wir ein typisches Spannungsfeld im Service, zum Beispiel steigende Anforderungen und Kundenwünsche auf der einen Seite und den Fachkräftemangel auf der anderen Seite. Ja, keiner will mehr durch die harte Ausbildung gehen, nur um dann um die Welt reisen zu müssen, fern von der Familie, fern von zu Hause, ständig in Hotels übernachten und weit weg vom Ländle. Ja, hat keiner mehr Lust. Wie kann man das jetzt schaffen, dass es besser wird? Wie kann man die hohen Erwartungen der Kunden trotz Fachkräftemangel erfüllen? Mit einer digitalen Kundenplattform, wie sie die Firma Vollmer zum Beispiel in Biberach aufgesetzt hat. Die Maschine ist kaputt, eine Wartung steht an, Sie möchten das neue Ersatzteil bestellen. Mit dem Equipment Viewer, manchmal auch interaktiver Ersatzteilkatalog genannt, können Sie selbst in Ihrem Kundenserviceportal Ihr Ersatzteil identifizieren per 3D-Visualisierung. Hier mal so ein kleines Video. Sie können in die Tiefen Ihrer Maschine abtauchen, Explosionszeichnungen in 3D öffnen und genau Ihr Ersatzteil finden. Anschließend greifen Sie auf die Stückliste zu und können genau das Ersatzteil, was Sie brauchen, in den Warenkorb legen und bestellen. Also Explode, Click, Buy. Alle passenden Unterlagen wie Handbücher, Zertifikate und Konformitätserklärungen finden Sie direkt in den Dokumentationen zu Ihrer Maschine. Solche Plattformen werden mittlerweile bei vielen Maschinenbauern eingesetzt, zum Beispiel Heller, Bomag, Arburg, Index, Liebherr und so weiter. So, Herr Schmidt ist begeistert. Als Systemintegrator macht eine digitale Kundenplattform erstmal auf jeden Fall Sinn. Dadurch kann er die Kundenbindung erhöhen und einen besseren Service für seine Automatisierungsanlagen bieten. Ja. Dadurch, dass die Anlagen der Schmidt GmbH alle virtuell in CAD erstellt wurden und mit einer OPC-UA-Schnittstelle ausgestattet sind, liegen alle Maschinendaten bereits in konsistenter Form vor und können zu einem digitalen Zwilling weiterentwickelt werden. Dieser bietet viele Vorteile für den Kunden, zum Beispiel eine bessere Prozessvisualisierung oder eine Taktzeitenoptimierung, bevor die Anlage überhaupt real existiert. Herr Schmidt ist also begeistert, das sind schon mal 2 Punkte, die nimmt er jetzt mal mit. Jetzt hat Herr Schmidt viele Ideen und wertvollen Input für die Digitalisierung bekommen, aber was ist jetzt eigentlich mit dem Thema KI? Die freundliche VDMA-Mitarbeiterin weist ihn auf eine weitere VDMA-Veranstaltung am nächsten Tag hin, diesmal jedoch online. Also beschließt Herr Schmidt, sich wieder in seinen roten Flitzer zu setzen, nach Hause zu fahren und sich am nächsten Tag mit frischem Kopf diesem Thema zu widmen. Sind noch alle dabei? Super. Am nächsten Morgen kommt Herr Schmidt voller Elan und Vorfreude in die Firma und ist gespannt, welche Vorteile KI seinem kleinen Unternehmen bieten kann. Er ist allerdings auch ein wenig skeptisch, ja, weil er sich nicht gut auskennt mit dieser Technologie, wie wahrscheinlich die meisten vor 3 Jahren noch. Herr Schmidt hat wichtige Mitarbeiter für den Vortrag eingeladen. Den Produktionsleiter, den Serviceleiter, den Chefentwickler, den IT-Chef. Der Koch wollte auch mal wissen, was so geht und die Kuh hatte auch Bock auf KI. Alle sind gespannt. Artificial Intelligence, das neue Wundermittel. Wie kann die Schmidt GmbH davon profitieren? In den Medien und auch in der Bevölkerung gibt es spätestens seit dem KI-Hype um ChatGPT Anfang 2023 ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dieser Technologie. Hilft sie jetzt den Menschen, ein besseres Leben zu haben, oder werden die Ängste vor dystopischen Zuständen am Ende vielleicht doch Realität? Ja, das sind die Fragen, die man sich erstmal stellen muss. Mit der ganzen Agentic AI und später auch Embodied AI oder Physical AI wird es wirklich gefährlich. Ja, da müssen wir schauen. Wir beim VDMA werden das auf jeden Fall ganz genau beobachten. Erstmal noch ein paar Zahlen. Eine Umfrage unter VDMA-Mitgliedern Ende 2024 hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Auf die Frage, wofür generative KI in den Unternehmen eingesetzt wird, antworteten über die Hälfte der Unternehmen, dass damit bereits Texte erstellt und optimiert werden. Oh Wunder, wer hätte es gedacht? Stichwort ChatGPT.
Nennenswert ist aber auch die Verwendung im Bereich Programmierung und Übersetzung. Aber lediglich 11% setzen KI in der Prozessoptimierung ein und nur 5% in der Produktoptimierung. Dazu gleich mehr. Haben noch ein bisschen Zeit, 5 Minuten, das kriegen wir hin. Der bekannteste Use Case von KI in der Produktion ist natürlich die Predictive Maintenance zur Vermeidung von kostspieligen Ausfällen einer Produktionslinie. Ja, da gehe ich jetzt drüber. Die Qualitätskontrolle ist aber auch ganz wichtig mit KI. Da spielt ja hier die IDS eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deswegen möchte ich auch mal kurz ein Beispiel davon bringen. Für einen tschechischen Automobilzulieferer wurde ein System mit 70 Kameras von IDS entwickelt, das bis zu 2400 Motorgehäuse pro Tag zu 100% automatisiert prüfen kann. Die KI erkennt dabei Oberflächendefekte wie Kratzer, Poren oder Verschmutzung, die ein Mensch so einfach nicht erkennen kann. Also da 1:1 super Use Case für KI, Abgleich mit einer Datenbank. Ein in meinen Augen äußerst zukunftsträchtiges Szenario von KI in der Produktentwicklung kommt von einem Tochterunternehmen von Trumpf, der Optimate GmbH. Hier werden Konstruktionsbauteile aus Blech durch KI optimiert. Hier sehen Sie mal, wie das funktioniert. Scheinbar fertig konstruierte CAD-Bauteile wie dieses hier werden per Knopfdruck hochgeladen und automatisch optimiert. Ich mache es nochmal. Beim optimierten Bauteil braucht man keine Schweißnähte mehr, sondern kann es einfach durch ein einziges Blech herstellen, indem das Blech durch Abkanten umgeformt wird und dabei kann die Materialstärke, also die Blechdicke im Sinne des Leichtbaus, ebenfalls verringert werden bei gleichbleibender Funktionalität. Steifigkeit, Festigkeit und Montagefähigkeit werden ebenfalls nicht beeinträchtigt. Das fertige Bauteil kann man herunterladen und in den Fertigungsprozess einspeisen. Ein weiterer Use Case ist die automatisierte Montageplanung. Ja, hier ist mittlerweile viel möglich, die nötigen Handgriffe für eine Montage virtuell abzubilden und zu optimieren. Und das alles komplett virtuell mit einer KI. Dafür nutzt die KI 3D-Modelle, zum Beispiel aus dem digitalen Zwilling des Montagebereichs und berechnet alle möglichen Szenarien eines Montageprozesses unter Einbeziehung von ergonomischen Randbedingungen und optimaler Hilfsmittel wie Werkzeuge, Hebeanlagen und Hallenkrane. Auch das als Method Time Measurement oder MTM bekannte Verfahren wird hier angewandt und reduziert Taktzeiten an Montageplätzen. So, wie wird KI im Service und Vertrieb angewendet? Da gehe ich jetzt mal relativ schnell drüber. Da gibt es so eine Ein-Klick-Ersatzteilvisualisierung, haben Sie bestimmt schon gesehen. Die Stuttgarter Firma Syntavo ist hier momentan der Führer, der Marktführer, was das angeht. Man kann quasi ein Ersatzteil direkt in der Maschine fotografieren und kriegt dann angezeigt, was das ist. So, ein Video. Unser Kunde muss zuerst einmal weiterarbeiten. Von dem her müssen wir den Fehler sofort dort beseitigen, wo er entsteht. 我们的客户必须首先继续工作，因此我们必须立即在错误发生的地方消除错误。Unsere Klant moet Schulungsvideo von eerst der verder kunnen Oma-Gruppe werken. Daarom moeten we de fout onmiddellijk daarvoor helpen. zur 8D-Methode, eine Strategie zum Beseitigen von Problemen und Fehlerbeseitigung. Dieses Video wurde mit KI-Tools in 6 verschiedene Sprachen übersetzt. Dabei bleibt die Stimme des Sprechers in jeder Sprache gleich und sogar die Mundbewegung wird jeweils synchronisiert mit der jeweiligen Sprache. Auch toller Effekt. So, da sind wir wieder. Die Kuh ist rausgegangen. Herr Schmidt ist happy und seine Mitarbeiter sind immerhin noch da. Sie ahnen aber, dass jetzt eine Welle von Veränderungen die Schmidt GmbH erfassen wird. Vom heutigen Tag an wird sich einiges ändern. Wie geht man mit dem Thema nun um? Alle warten gespannt auf Herrn Schmidt. Der Koch ist schnell abgehauen, dafür kommt der Vertriebsleiter noch dazu. Herr Schmidt will als erstes die digitale Serviceplattform implementieren. Hier ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem IT-Leiter und dem Serviceleiter gefragt, aber auch die Chefin der Konstruktion muss einbezogen werden, um die Teileliste zu liefern. Und der Vertriebschef will die Plattform als USP für die Kunden promoten. In der Konstruktion will die Entwicklungsleiterin unbedingt die KI-unterstützte Bauteiloptimierung, weil sie sich dadurch eine Beschleunigung des Entwicklungsprozesses erhofft. Hier muss die Entwicklung ran, aber auch die Produktion benötigt die optimierten CAD- und CAM-Dateien. Ein digitaler Zwilling für alle ausgelieferten Automatisierungslinien soll den Kunden helfen, den Prozess im Griff zu haben und gegebenenfalls schnell anzupassen. Dieser Wunsch kommt vor allem vom Vertriebler, der das Tool verstehen und vorstellen will, aber auch die Entwicklung und die IT sind hier sowohl gefragt als auch interessiert. Der IT-Leiter will zur Bewältigung der ganzen Tools ausreichend Infrastruktur neu anschaffen und bekommt Zustimmung von der Entwicklungsleiterin, die davon ebenfalls profitieren würde. So, Herr Schmidt bringt die coolen Lernvideos zur Schulung von Mitarbeitern und Kunden ins Spiel. Das freut natürlich die HR-Leiterin. Ja, die möchte natürlich dann ihre eigenen Leute schulen und auch den Kunden tolle Sachen an die Hand geben. Der Serviceleiter pflichtet ihr bei. Das ist ein wichtiger Baustein. Der IT-Leiter sagt aber nicht ohne mein Okay. Sie sehen, das Ganze artet aus in Komplexität. KMU müssen also entscheiden, welche Technologien für ihre spezifischen Bedürfnisse am besten geeignet sind und was oft eine komplexe und zeitaufwendige Aufgabe ist.
Das erfordert Investitionen, das richtige Personal und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Standards. Am besten suchen Sie sich Partner und kaufen auch einfach mal ein System fertig ein. Herr Schmidt spricht nun ein Machtwort und nach sorgfältiger Abwägung wird entschieden, mit 2 Projekten weiterzumachen. Mehr ist lediglich bei 200 Mitarbeitern und 20 Millionen Euro Umsatz auch einfach nicht drin. Ja. Und in der Krise hat man eh nicht gerade so viel Geld übrig, deswegen muss man jetzt mal mit 2 Sachen starten und Herr Schmidt macht das ganz genau richtig so. Ja. So müssen Sie es auch machen, meine Damen und Herren. Fangen Sie klein an, aber mit Bedacht im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Suchen Sie sich gute und verlässliche Partner und fragen Sie auch mal den VDMA. So, dann seien Sie stolz, dass Sie in Baden-Württemberg leben. Das ist ein tolles Land. Hier geht der Maschinenbau rockt hier richtig gut. Macht richtig Spaß. Ich bin jede Woche draußen bei verschiedensten Firmen und bin sehr dankbar, dass ich heute zu Ihnen sprechen durfte. Dankeschön, Frau Rückner, für die Organisation. Dankeschön an IDS für dieses tolle Event. Bin sehr gespannt auf den heutigen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum da ist. Eine hätten wir. Also Sie haben jetzt einmalig das Möglichkeit. Wenn nicht, frage ich. Fragen Sie gerne, der VDMA ist da. Wie ist es? Reichen uns die kleinen Schritte noch, um die anderen, die da viel weiter sind, schon einzuholen? Ja, das ist eine Misconception. Die anderen sind nicht viel weiter. Ja, die anderen, die Amerikaner, die Chinesen und andere haben die ganzen Large Language Modelle hergestellt und wir sind aber die Weltmeister in der Anwendung. Ist tatsächlich so. Wenn Sie mal bei uns im Shopfloor schauen, in den meisten Unternehmen, was sich da tut, wie KI angenommen wird, das hat sich gewaschen. Da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Also wir sind wirklich die Weltmeister in der Anwendung von KI-Modellen und auch im Anwenden von Use Cases, im Generieren neuer Use Cases. Was ich da jede Woche sehe in den Firmen, ist wirklich erstaunlich. Also da brauchen Sie keine Angst zu haben. Wir sind nicht abgehängt. Aber das ist natürlich jetzt eine tolle Aussage und so starten wir weiter in den Tag. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.